Sie ist die Art von Frau, an der kein Männerblick vorbeikommt. Ihrem Aussehen verdankt Caroline Cossey ihre Fotomodellkarriere, die selbst im 38. Lebensjahr kaum Knicke aufweist. Doch es ist eine Karriere, die juristisch streng genommen auf Etikettenschwindel beruht. I break the law every day. I use the woman's toilet, but I'm still legally a man here. If I commit a crime, I get sent to a men's prison. I pay a female insurance stamp and don't get a pension until I'm 65. I cannot be raped. If somebody raped me, they would get off with assault, which is much lesser offence. And I can't marry anybody at all. I mean, I can marry a female, but I couldn't consummate the marriage, so it would be null and void. Although I could consummate a marriage with a man, but then two men cannot get married in this country. I mean, we're England, you know, we sort of sweep everything under the carpet. Männermagazine rissen sich um Caroline Cossey, die 1954 auf den Männernamen Barry getauft worden war. Doch seit 1974 ist Barry optischer Inbegriff aufregender Weiblichkeitsklischees. Glamour Girl für Hochglanzpapier. Hat sie Identitätsprobleme? I'm Caroline Cossey. I don't know. I suppose I am transsexual, but as I said, you know, if you have to put me in a box, I'd rather be classified as a female as opposed to a man. But there's not such a thing as a third sex, so I'd like to be considered a woman. Caroline Cossey hat vor 17 Jahren endgültig Abschied genommen von ihrem Männerkörper. Nichts verrät mir die Barry-Männlichkeit, wenn sie in der Disco auftaucht, um den Geburtstag des Disc-Jockey-Freundes mitzufeiern. Aussehen, Auftreten, Empfinden, Leben und Lieben, laut Caroline problemfrei und genussreich weiblich. Es war ein weiter Weg aus der kleinstädtischen Idylle im südostenglischen Norfolk bis zur neuen Identität. Wann spürte Barry, dass sich in ihm eine Caroline regte? Well, I think as early as 4 or 5, because I was sort of like being brainwashed into a way of life that was alien to me. I mean, I didn't figure there was anything wrong, and my family just thought, oh, you know, he's a softie, or he's a bit, you know, and he'll grow out of it. But as sexual awareness comes upon you, you know, I was realizing that I wasn't like other boys. I didn't fancy girls. I mean, I liked girls and did all the girly things, which was instinct, but I fancied men, and I just assumed I was gay. But then going through that phase of, you know, wanting to wear makeup and look girly, and then obviously with the sexual element, I mean, that wasn't acceptable to me, and I needed surgery to be able to function. Es war ein Wandel in Stufen, beschleunigt durch die Überzeugung, mit dem falschen Körper geboren zu sein. Wann gab es keinen Zweifel mehr? So, jetzt bin ich Caroline. That's it now. I'm Caroline. I think when I woke up from the surgery, really, thinking, you know, now I'm sort of complete and born again, and this is how I should have been born initially. But, you know, unfortunately, I've had an awful lot of problems since then, but I'm getting there. Der Körper, zu dem die Chirurgie Caroline verholfen hatte, weckte Wohlgefallen. Sie arbeitete als erfolgreiches Fotomodell auch außerhalb Großbritanniens. Nur ihre Familie und engen Freunde kannten Carolines Geschichte. Die Fotografen indes wähnten sich beim Ablichten eines Naturproduktes. Erst später, als Caroline längst ein Fall für die Boulevardpresse geworden war, machte sie ihre Transsexualität zum profitablen Markenzeichen. Okay, you know, I'm working as a model still, and I'm very thankful at 37 that I can. And I do know that if I didn't have the transsexual element to me at the moment, I probably wouldn't get any bookings at all. Caroline Cossey komplettierte ihre Karriere mit einschlägigen zwischenmenschlichen Beziehungen, von männlichen Partnern voll akzeptiert. Später Heirat, doch dann, das englische Recht holt Caroline ein. Sie darf keinen Mann heiraten, weil sie juristisch selbst noch Mann ist. Ein mehrjähriger Kampf mit dem Gesetz beginnt.
Schließlich entscheidet der Europäische Gerichtshof in Straßburg im Herbst 1990 gegen Carolines Forderung, als Frau eingestuft zu werden und damit das Recht auf Eheschließung zu erwirken. Die Straßburger Richter geben ihren perückentragenden englischen Kollegen Recht. Eine chirurgische Geschlechtsumwandlung allein macht aus einem Mann noch keine biologisch komplette, keine richtige Frau. I mean, we've got too many stuffed, shirts of closeted MPs, and the church is very strong here. So the issue of marriage is all to do between male and female, and procreation, which is, having children. But there's a lot of women that can't have children, and they can marry. And with the element of not being able to amend the birth certificate, it all gets down to the fact it's a historical fact. I mean, I'm not asking for a change of birth certificate, something that could be amended. I mean, I don't want to wipe the slate clean and say, this person never existed, because I'm the same person as before. I've had surgery, but I deserve rights. Immerhin, der britische Pass weist seine Besitzerin als Fräulein Miss Caroline Cossey aus. Ein bisschen gibt es Caroline also auch amtlich. Please give a Yankee New York City welcome to Caroline Cossey. Doch der Pass allein reicht ihr nicht. Caroline hat eine Kampagne gestartet. Zum Erstaunen amerikanischer Talkshow-Gastgeber und Gäste in einer Autobiografie. Auf Veranstaltungen verbreitet sie unermüdlich ihre Botschaft, dass Transsexuelle Anspruch auf legale Anerkennung der körperlichen Wandlung haben, dass die Justiz nachzieht, wo die Öffentlichkeit Fakten anzuerkennen beginnt. Was für eine Erfahrung war das, wollen immer alle wissen. For me, it was like a cosmetic job. I mean, if you have a wart or a growth, you'd have it removed. And to me, you're a man and you see that part of your body is a very important part, so the idea of cutting it off wouldn't appeal to you. But to me, I didn't see that part of my body as something that was vital to function. And it was just a hindrance, and it was removed, like having a haircut. Sie kennen die rechtliche Situation und die Einstellung der Öffentlichkeit aus eigener Erfahrung. Würden Sie junge Menschen zur Geschlechtsumwandlung ermutigen, wenn sie diese wünschten? Well, I would just say, make sure that you get referred to the right, channels. There are organizations and there are doctors and surgeons who specialize in transex. I wouldn't encourage anyone to go through surgery unless it's completely right for you. I mean, you don't wake up one day and say, oh, God, I'm fed up with being a man. Let's try my life as a woman. I mean, we are born. We're not created. So there's no way that, 50, 100 years ago, I would have killed myself. Fortunately, with medical science that is today, people like me are helped. So, we can take advantage of that. But I certainly wouldn't say to anyone, it's plain sailing and, life is easy being transsexual, because it's not. Immerhin hat Caroline ausreichend Sicherheit entwickelt, ihre neue Rolle ohne Selbstzweifel zu spielen. Sie weiß, dass sie nicht wie andere einer Marotte gefolgt ist, sondern von der Natur irrtümlich mit einem falschen Körper ausgestattet wurde. Gestärkt wurde sie in dieser Gewissheit durch die Auskunft der Medizin, dass ihr Chromosomenschlüssel ein Wegweiser in Richtung ihrer Weiblichkeit ist. Hätte es für Caroline Cossey die Alternative zum Scheinwerferlicht gegeben? Die Operation ja, aber dann eintauchen in die anonyme Normalität einer Frau Jedermann, vielleicht an der Seite eines Partners, wenn auch ohne Standesamt-Segen, wäre ihr dann manche Boulevard-Zeitungshatz erspart geblieben? I mean, I've traveled the world, met some very interesting people, and it would be silly to turn that down just to have a quiet life in a beauty salon. But in retrospect, looking back, had I have done that, I would have retained my privacy. But I believe in destiny, so maybe all what's happened is meant to be, because it takes, someone like my case in the open to change laws and change attitudes. Eigentlich will Caroline Cossey nur eines, dass die Behörden abstempeln müssen, wo die Chirurgie völlig legal Fakten schafft. Ja, das noch. Heimweh nach dem Körper von Barry Cossey hatte Caroline Cossey noch nie.